In diesem Video möchte ich etwas zum digitalen Handlungsraum sagen. Der Hintergrund ist der, dass es zum einen natürlich um eine technische Revolution geht, zum anderen aber vor allem darum, wie das Neue als soziale Kollaboration, das heißt als gemeinsames Arbeiten, als gemeinsames Kommunizieren und überhaupt als gemeinsame Organisation des menschlichen Miteinanders funktioniert. Dazu bediene ich mich der Folie von Andreas Bös im Rahmen seines Vortrags, weil ich finde, dass man mit dieser Folie sehr gut zeigen kann, um was es eigentlich geht. Die Grundlage des Umbruchs ist also die digitale Revolution, verstanden als technische Möglichkeit, die Zusammenarbeit anders zu organisieren. Was ist daran nun das Neue? Für Andreas Bös ist es der Informationsraum, der als neuer sozialer Handlungsraum ins Spiel kommt. Dieser ermöglicht nämlich die Kommunikation und Interaktion zwischen den Menschen auf völlig neue Füße zu stellen. Schauen wir uns dazu mal links unten dieses Bild an. Hier geht es darum, dass die Zusammenarbeit von Menschen ja sehr unterschiedlich organisiert werden kann. Bisher wurde diese Zusammenarbeit hierarchisch vermittelt, das heißt, es war kein direktes Miteinander in der Zusammenarbeit, sieht man mal von Projekt- und Gruppenarbeit ab. Der Informationsraum durchdringt technisch die ganze Weltgesellschaft und vernetzt Menschen, Dinge, Arbeitsorte miteinander. Schauen wir auf das Bild oben hin, so ist das hier gezeichnet dadurch, dass der Arbeitsgegenstand selbst vernetzt wird. Das heißt, die Vernetzung im Rahmen dieser Gesellschaft geschieht nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Dingen, zwischen Menschen und Dingen, zeitlich asynchron und räumlich unabhängig. Zurück zum nächsten Punkt. Der Informationsraum als neuer Raum der Produktion entsteht nicht nur virtuell im Sinne von irgendwie eingebildet oder auch vorhanden. Der Informationsraum wird ganz real zu einem Handlungsraum, in dem es möglich ist, dass Menschen miteinander agieren und kommunizieren. Dieser Raum entsteht IT-gestützt. Insofern ist er natürlich durch diese Prozesse als Rückgrat zu bezeichnen, doch seine eigentliche Bedeutung gewinnt dieser Raum erst, wenn man betrachtet, wie Menschen dazu befähigt werden, darin miteinander zu handeln. Dieses Miteinander handeln funktioniert im Rahmen von Communities. Das heißt, die Zusammenarbeit über die Communities liefert Lösungen und Kulturmuster. Es ermöglicht aber überhaupt erst das Zusammenarbeiten im Rahmen von Unternehmen. Diese Zusammenarbeit über Communities hat ganz eigene Regeln und ist eine neue Form der Zusammenarbeit, die bestimmte Bedingungen aufweisen muss. Natürlich gibt es einen Wettbewerb um die erfolgreiche Nutzung des Informationsraums. Aber gewinnen wird diesen Wettbewerb erst der oder die Unternehmung, die tatsächlich verstanden hat, dass das eigentlich Spannende und Neue daran nicht die Technologie ist, sondern das, was die Technologie ermöglicht. Eben einen neuen digitalen Handlungsraum.